Es freut mich, dass ihr auch heute dabei seid. Im zweiten Teil der Serie möchte ich euch die Bewohner meiner Voliere vorstellen. Das natürlich nur so gut es geht, denn nicht alle Tiere lassen sich zweifelsfrei voneinander unterscheiden. Die zwei Diamanttauben heißen Karlchen und Caroline. Auf den ersten Blick scheint es schwer, sie zu unterscheiden. Doch geht man ins Detail und beobachtet man ihr Verhalten, wird es weniger kompliziert. Zuerst einmal, Caroline trägt auf dem Rücken und den Flügeln ein dunkleres Braun. Auch ist sie erkennbar schlanker als ihr Mann. Aber vor allem, Karlchen ist ein kleiner Angeber. Doch ihr scheint's egal, denn wenn er auf der Bildfläche erscheint, gibt sie ihm einfach klug etwas Raum. Er bleibt zwar immer Gentleman, aber er balzt sie auch zu jeder sich bietenden Gelegenheit an, was sie jedoch fast immer, zumindest scheinbar, völlig unbeeindruckt lässt. Spätestens jetzt erkennt auch der Laie, wer Karlchen oder Caroline ist. Wer die Unterscheidung der Geschlechter aber dann doch noch etwas präziser angehen möchte, dem sei ein Blick auf die Augenringe empfohlen. Bei männlichen Diamanttauben sind sie breiter und kontrastreicher gefärbt, wie hier rechts im Bild bei Karlchen gut zu sehen. Mehrmals am Tag reinigen sie gründlich ihr Gefieder. Dafür suchen sie immer einen erhöhten Standort mit gutem Rundumblick aus. Diamanttauben sind die kleinsten lebenden Tauben. Wildlebend bevölkern sie die trockenen und heißen Flächen Australiens. Sie sind unglaublich hitzetolerant, in den Schatten gehen sie nur selten. Sehr gerne laufen sie auf dem Boden herum, um nach Sämereien oder kleinem Getier zu suchen. Nur wenn sie sich völlig sicher fühlen, wird auch auf dem Boden mal ein Päuschen eingelegt. Die kleinen Tauben haben sehr viele Feinde. Deshalb suchen sie bei jeder noch so kleinen Störung sofort die Sicherheit im Geäst der hohen Bäume auf. Nicht ohne Grund gehören diese kleinen Australier zu den Prachtfinken. Besonders die Männchen haben ein wunderschönes Federkleid. Aber auch die schlichter gefärbten Weibchen imponieren mit ihren zarten Farben. Immerhin lassen sich die Geschlechter bei dieser Art auf den ersten Blick voneinander unterscheiden. Rechts sieht man das Weibchen, links ein Männchen. Insgesamt wohnen in der Voliere 9 Zebrafinken. 7 Männchen und 2 Weibchen. Zum Glück sind sie außerordentlich umgänglich. Zwischen den Männchen gibt es nur spielerische Scharmützel. Die beiden Paare halten recht gut zusammen. Aber gelegentlich wird dann doch einmal durchgewechselt. Die überzähligen 5 Männer sind pragmatisch und bilden lockere Freundschaften. Mit der Namensvergabe ist das so eine Sache, denn bereits bei den beiden Weibchen muss man zur Unterscheidung genauer hinsehen. Sie ähneln sich so stark, dass lediglich die Beringung Aufschluss gibt.
Die beringte Dame heißt Sophie, die unberingte Sternchen. Die Menschen gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Keines von ihnen ist beringt, also bleiben sie namenlos. Bis auf Fussel. Fussel wurde mit einem weiteren Zebrafink im Tierheim abgegeben. Beide waren flugunfähig, denn man hatte sie über Jahre in einem winzigen Transportkäfig gehalten. Glücklicherweise haben sich beide erfolgreich in meine Gruppe eingewöhnt. Allerdings erlernte nur Fussel das perfekte Fliegen. Der zweite hat es nie so richtig geschafft, er war zu geschwächt. Doch er konnte noch einige schöne Monate in meiner Anlage verbringen. Fussel zeigt sich mittlerweile wie ein ganz normales Zebrafinkenmännchen, das selbstsicher seinen Nistkasten ausbaut. Ein Zebrafinkentag ist genauestens strukturiert. Er ist von vielen Kurzschlafphasen geprägt. Die Pausen sind nur kurz, werden aber wie auf ein geheimes Kommando hin vom ganzen Schwarm gepflegt. So überraschend wie das Schläfchen beginnt, so schnell endet es. Kommt der Schwarm dann einmal in Bewegung, geht es für das menschliche Empfinden wieder sehr hektisch zu. Ein munteres Völkchen bewohnt meine Voliere. Sowohl die Täubchen als auch die Finken sind schon recht alt. Caroline, die kleine Diamanttaube, legt trotz ihres hohen Alters vom Frühling bis in den Herbst hinein immer wieder Eier ab. Deshalb muss ich mich gelegentlich als Eierdieb betätigen, denn sie sind allesamt unbefruchtet. Ähnlich geht es bei den alten Finken zu. Immer wieder muss ich auch bei ihnen die nicht befruchteten Eier entsorgen. Nur gelegentlich schlüpft mal ein Jungtier. Darüber ist die Freude zwar groß, aber grundsätzlich soll meine Voliere ein Altersheim für Ungeliebte bleiben. Der Zuchtgedanke steht hier nicht im Fokus. So gehen dann die Eier von Täubchen und Finken den Gang alles Irdischen. So, das soll es für heute gewesen sein. Im nächsten Teil stelle ich euch die Tagesroutine rund um meine Schützlinge vor. Also versäumt auf keinen Fall Teil 3.